Hallihallo! Willkommen zu einer kleinen Runde durch das Wispertal. Das Wispertal ist so eine meiner Lieblingsstrecken, ist gerade im Frühjahr, wo das Video auch aufgenommen wurde, einfach wunderbar. Das frische Grün, schöne Straßen und mein Weg geht typischerweise, starte ich in Rüdesheim. Ich blende jetzt auch gleich mal eine Karte ein, damit ihr so einen kleinen Überblick habt, wo ich denn lang gefahren bin. Das Ganze startet in Rüdesheim, über Pressberg, an der Wisperstube vorbei. Das ist ein Motorradtreff im Wispertal. Dann geht es über Hausen an der Höhe wieder zur Hauptstraße nach Schlangenbad, wo man dann entweder nach links nach Bad Schwalbach abbiegen kann oder eben nach rechts wieder runter an den Rhein fahren kann. Ja, und auf diese kleine Runde will ich euch gerne mal mitnehmen. Gerade dieser Weg hier hoch nach Pressberg aus Rüdesheim zeichnet sich aus durch viel Wald. Ihr müsst da zweimal links abbiegen, ihr seht es, einmal, zweimal und dann geht es schon sehr schnell in Richtung Pressberg und jetzt kommt dann sozusagen aus dem Wald raus und dann ist man im Taunus auf der Höhe und überblickt den Taunus. Ist einfach auch sehr, sehr schön, wenn man dann rauskommt und dann geht es wieder ein bisschen nach unten in Richtung Pressberg. Hinter Pressberg hat man nochmal so einen schönen Blick in Richtung Rheintal, in Richtung Westen. Und dann beginnt ein weiterer schöner Teil der Straße, weil wenn man dann von der Höhe hier, wo die Wiesen und Felder noch sehr schön grün sind und auf den Wald schaut, dann beginnen ein paar schöne Serpentinen, die sich auch durchaus in den Alpen sehen lassen könnten. Weil ihr seht ja auch, es sind einige Motorradfahrer unterwegs und es ist einfach wirklich eine schöne Ecke, aber ihr seht auch, immer durchaus aufpassen, landwirtschaftlicher Verkehr ist unterwegs. Ja, und jetzt sind wir unten an der Wisperstraße angekommen, da biege ich dann rechts ab und jetzt sind wir im Wispertal. Die Wispertalstrecke ist ungefähr 16 Kilometer lang, das klingt jetzt nicht so viel. Ich empfehle euch, die Geschwindigkeitsbegrenzung einigermaßen einzuhalten, weil es ist tatsächlich so, dass doch des Öfteren die Polizei da steht und Geschwindigkeitsmessungen macht. Was sie Gott sei Dank aufgehört haben im Wispertal, sie haben eine Zeit lang im Frühjahr Split gestreut, um die Motorradfahrer runterzubremsen, was natürlich tierisch gefährlich ist. Und mit dieser Unsitte ist jetzt endlich auch mal Schluss. Das Wispertal ist eines der waldreichsten Gebiete von Hessen. Und ihr seht hier, manchmal hat man so einen kleinen offenen Bereich, wo man dann durchfährt. Und entlang des Wispertals sind auch einige Forellenhöfe. Das heißt, wer Lust hat auf eine tolle, gute Forelle, der ist dort absolut richtig aufgehoben. Jetzt fahren wir gleich nochmal über die Wisper drüber, da kommt dann Rechtsschwenk und leider dieser Hof, das wäre ein traumhafter Motorradtreff mit all dem großen Parkplatz und so, aber der ist schon seit Jahren geschlossen. Und es hat sich aber als Motorradtreff die Wisperstube etabliert, die kommt jetzt hier auf der rechten Seite und hier ist immer was los. Das Einzige ist, man hat kein Handyempfang typischerweise, also nur selten oder ein bisschen oder man sieht dann die Leute immer durch die Gegend turnen, das Handy hochhalten. Ja, ich fahre ganz gerne rechts aus dem Wispertal raus über Hausen, weil wenn man geradeaus fährt, ist auch schön, aber ich finde diese Strecke über Hausen sehr, sehr schön, weil die ist gut ausgebaut, ist auch noch ein Tick breiter und das macht wirklich auch was aus.
Ja, und dann über Hausen geht es dann eben entsprechend raus, über Bärstadt nach Wambach. Hier geht es dann immer nach oben. Und mit den letzten Sekunden des Videos zeige ich euch noch ein bisschen was, wo man dann eben entsprechend in Wambach auf der Bundesstraße, die dann nach Schlangenbad fährt, beziehungsweise wir sind dann in Wambach. Hier kann man jetzt nach links nach Bad Schwalbach, nach rechts geht es Richtung Wiesbaden zur Autobahn. Ja, und dann sind wir wieder da, wo wir sind. Hier nochmal ein Blick auf meine Runde.